In Zusammenarbeit mit Stellantis bringt Leapmotor 2 neue Elektroautos noch dieses Jahr auf den deutschen Markt. Den T03 sowie den C10. Und das zu einem absoluten Kampfpreis von unter 20.000 Euro. Besonders der kleinere T03 wird dem Dacia Spring das Leben schwer machen. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Ab September bringt Stellantis erste Elektroautos des chinesischen Herstellers Leapmotor in Europa auf den Markt. Der Kleinstwagen T03 und das Mittelklasse-SUV C10 machen den Anfang, dann soll jedes Jahr ein weiteres Modell folgen. Neben dem T03 und dem C10 bietet Leapmotor in China noch ein weiteres SUV namens C11 und die Limousine C01 an. Bald soll ein drittes SUV namens C16 folgen. Leapmotor startet in 9 europäischen Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Belgien, Griechenland und Rumänien. Bis Jahresende soll es 200 Händler geben, bis 2026 sollen es 500 sein. Auch eine Expansion in asiatische Länder nach Afrika und nach Südamerika ist geplant. Für die neuen Fahrzeuge verantwortlich ist ein neues Gemeinschaftsunternehmen, das zu 51% Stellantis und zu 49% Leapmotor gehört. Das Joint Venture mit Sitz in Amsterdam wird von Tianshu Xin geführt, dem ehemaligen Leiter des China-Geschäfts von Stellantis. Im Oktober 2023 hatte Stellantis angekündigt, für rund 1,5 Milliarden Euro etwa 21% von Leapmotor zu übernehmen. Die Vereinbarung sah auch die Gründung von Leapmotor International vor. Durch die Partnerschaft erhält Leapmotor weltweit Vertriebsunterstützung durch Stellantis. Der europäisch-amerikanische Großkonzern profitiert nun durch erschwingliche Elektrofahrzeuge, wie man sie selbst nicht anbieten kann. Leapmotor wurde im Jahr 2015 gegründet und ist auf Elektroautos spezialisiert. Die Antriebe und Batteriesysteme werden selbst entwickelt und produziert. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Hangzhou. Der Leapmotor T03 hat gewisse Ähnlichkeit zum Smart 44 oder auch zu Suzuki Kleinwägen. Im Design gibt es keine Spielereien und keine Überraschungen. Es soll ein schlichtes Auto für den Alltag darstellen. Zwischen den LED-Scheinwerfern steckt der Ladeanschluss unter dem Logo an der Front. Der C10 interpretiert außen die Designsprache der Marke neu. Einige Leute wiesen darauf hin, dass der Leapmotor C10 hinsichtlich des Außendesigns dem Li Auto L7 nahe kommt. Es gibt einige Ähnlichkeiten in ihren Proportionen und im Gesamtbild. Aus diesem Grund präsentierten viele Verkaufsstellen den C10 als Rivalen des Li Auto L7. Tatsächlich scheint der SUV des Leapmotor kleiner zu sein und er wirkt auch deutlich zeitgemäßer als der T03. Außerdem hat er ein LiDAR-Modul über der Windschutzscheibe. Der Fahrer blickt im T03 auf ein digitales Kombi-Instrument hinter dem Multifunktionslenkrad, auf dem alle relevanten Informationen zu Geschwindigkeit, Akkufüllstand und Fahrerassistenz abzulesen sind. Das Infotainment-Display bietet eine hohe Auflösung, einige Bedienfelder für die Touch-Funktionen sind aber etwas klein geraten. Das Smartphone kann per Bluetooth verbunden werden, Apple CarPlay und Android Auto sind nicht an Bord. Eine induktive Ladeschale für das Telefon fehlt leider auch, aber es gibt 2 USB-Steckplätze zur Stromversorgung. Im Inneren verfügt der Leapmotor C10 über 5 Sitze und 12 Lautsprecher. Laut Leapmotor verfügt die zweite Reihe dieses SUV über eine Beinfreiheit von 1,05 Metern. Die Mittelkonsole implementiert einen großen schwebenden Bedienbildschirm mit einem Durchmesser von 14,6 Zoll. Die Instrumententafel dieses Crossovers hat einen Durchmesser von 10,25 Zoll. Der neueste Snapdragon 8295-Chip von Qualcomm treibt das Leapmotor OS 4.0 an. Sein autonomes Fahrsystem verfügt über ein LiDAR, 5 mm Wellenradar, 12 Kameras und 12 Ultraschallradare. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben.
Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der Leapmotor T03 ist 3,62 Meter lang, 1,65 Meter breit und 1,59 Meter hoch. Der Radstand beträgt 2,4 Meter. Das Gesamtgewicht beläuft sich auf 1490 Kilogramm und das Kofferraumvolumen fast 210 Liter bzw. 508 Liter bei umgeklappter Rückbank. Der T03 ist ein fünftüriger Kleinstwagen des A-Segments, der so viel Innenraum wie ein B-Segment-Auto bieten soll. Mit einem 80 kW oder 107 PS Motor und 158 Newtonmeter hat er ähnliche Daten wie der Fiat 500 Elektro. Der T03 hat eine Reichweite von 265 km nach WLTP-Norm mit einer 41,3 Kilowattstunden Batterie. In 36 Minuten soll man am Schnelllader auf 80% laden können. An der Wallbox dauert das Ganze schon 3,5 Stunden. Der Verbrauch soll bei 15,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer liegen. Die Beschleunigung von 0 auf 50 km/h beträgt 4,1 Sekunden und von 0 auf 100 km/h ist sie, also 12 Sekunden, um genau zu sein. Bei 130 km/h ist dann schon Schluss. Stellantis will das Auto in Polen herstellen und zwar im Werk Tychy. Dabei soll das Semi-Knockdown-Verfahren zum Einsatz kommen, das heißt Bausätze würden in Polen zusammengesetzt. Davor sprach Stellantis-Chef Tavares noch über eine Fertigung in Italien. Das hat sich wohl geändert. Der Leapmotor C10 ist das erste Produkt von Leapmotor, das für den Weltmarkt konzipiert wurde und ist 4,74 Meter lang, 1,9 Meter breit und 1,68 Meter hoch. So erreicht er beispielsweise 5 Sterne im Euro NCAP Crashtest. Der Wagen basiert auf der selbstentwickelten Leap 3.0 Plattform. Die Batteriezellen werden direkt ins Chassis eingebaut. Die batterieelektrische Variante besitzt einen 170 kW oder 228 PS und 320 Newtonmeter starken Heckantrieb und eine 70 Kilowattstunden Batterie mit LFP-Chemie für eine WLTP-Reichweite von 420 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 km/h begrenzt und von 0 auf 100 beschleunigt der C10 in 7,3 Sekunden. Daneben gibt es eine Range Extender Version mit einem 70 kW starken 1,5 Liter Benziner, der aber nicht die Räder antreibt, sondern über einen Generator Strom für den Heckmotor produziert. Als Puffer ist eine 28 Kilowattstunden Batterie für 140 Kilometer elektrische Reichweite an Bord. Den C10 gibt es allgemein übrigens ausschließlich mit Heckantrieb. Beim kleineren Leapmotor T03 ist es schon fast offiziell bestätigt, dass er auch in Deutschland unter 20.000 Euro bleiben soll. Beim C10 ist die Preisgestaltung noch unbekannt, ihr könnt mir aber gerne unter das Video schreiben, was ihr denkt, was die neuen Autos von Leapmotor bei uns kosten könnten. Wie gefallen euch der T03 und der C10? Wäre einer von denen was für euch? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!